Luxuriös ausgestattet mit Hochdach. Ja, ein Mercedes-Benz Sprinter in der richtigen Farbe. Na, sieht aus wie Sand, aber das werden wir gleich mal erfahren, was das für ein Farbton ist. Wir sind bei HRZ Reisemobile und hier haben wir ihn. Ein 4x4 Mercedes-Benz Sprinter auf 3,5 Tonnen als Allrad. Ja, da sagt man doch, das geht doch gar nicht. Es geht. Ja, mit Leichtbauweise und Technikanpassung ist das schon möglich. Genau, stell dich mal kurz vor, wie ist der Name? Elia Akavi von HRZ Reisemobile. Genau, euch gibt es seit 48 Jahren. Wir sind hier in der Schweiz am Drehen in Bern. Und ja, sie findet statt, die Messe, trotz Corona. Die Bedingungen sind verschärft. 7000 Leute dürfen rein am Tag. Die Leute, die kommen, haben hohes Interesse? In der Tat, das hat sogar für uns Vorteile. Das heißt, die Leute, die kommen, haben wirklich Interesse. Und so hat man auch mehr Zeit, die einzelnen Leute zu beraten. Ja, ihr habt ganz viele verschiedene Modelle. Wir haben schon ein paar vorgestellt. Jedes lohnt es sich, das vorzustellen. Ihr habt aber noch viel mehr, als hier auf der Messe steht. Also wir haben über 20 Modelle. 6 haben wir hier dabei in Bern. Zeige ich mal gerade. Großen Aufwand habt ihr betrieben. Erst vor kurzem war ja klar, die Messe findet statt. So klar war das nicht. Nee, also bis vor 2 Tagen. Also die Schweizer haben vor 2 Tagen entschieden, dass die Messe stattfindet. Wir haben Glück gehabt, sage ich jetzt mal, weil die Fahrzeuge standen schon hier. Und seit 2 Tagen war klar, die Messe findet statt. Ja, bangen, aber es hat funktioniert und es lohnt sich, denn wer herkommt, kann wirklich, also selbst jetzt hier am ersten Messetag ist es Ruhe, es sind viele, ich sag mal, Interessenten, die haben die Karten vorher gelöst, die wissen ganz genau, dass sie herkommen möchten. Man hat unglaublich viel Platz und Ruhe, weil 7000 am Tag, das ist schon fast wenig für die Messe, oder? Also es ist sehr entspannt, die Leute kommen gezielt, man hat wirklich Zeit, die Interessenten richtig zu beraten. Ja, das ist jetzt Luxusausstattung, das kann man bei euch aber wählen, der Mercedes-Benz Sprinter. Ihr baut nur Sprinter? Wir machen nur Sprinter. Seit 48 Jahren? Seit 48 Jahren. Es gibt den Sprinter seit 48 Jahren, oder? Nein, es gab noch ein Vorgängermodell. Wir haben schon MB100 gebaut und andere Fahrzeuge. Wir sind auf Mercedes spezialisiert. Der gute alte MB100, der war noch kantig, oder? Der war kantig, trotzdem mit Hochdach. Es laufen heute noch einige rum. Von euch? Von uns, ja. Ja, der Werterhalt bei Wohnmobilen ist enorm. Ich kaufe mir hier eine kleine Eigentumswohnung und wenn man jetzt mal reinkommt hier, das Besondere ist, man hat tolle Stehhöhe. Ich bin 1,83 Meter, bin jetzt schon an dem Teil, wo das, ich sag mal, Dach oben drüber, wo wir gleich mal drauf kommen, das ist kein Dach, sondern ich sag mal, der Himmel oben drüber schon ein bisschen ein klein wenig mir entgegenkommt, aber das wird dann größer, je weiter man nach hinten kommt und wir haben tatsächlich ein Heckbad. Ja, also das Modell Sahara ist unter 6 Meter Fahrzeuglänge, das Maximale, was technisch möglich ist. Es hat hinten ein Querbad mit einer separaten Duschkabine, Toilette und Waschbecken sind hier auch separat. Wahnsinn. Das Ganze wird in Handarbeit bei euch gefertigt. Das ist keine Fließbandarbeit, sondern wirklich, ihr könnt alles bestimmen, was in dem Fahrzeug drin ist. Also wir haben ein Motto, alles was technisch möglich ist und der TÜV erlaubt, können wir auch bauen. So, da oben ist, ja, ich lasse mal die Katze auf den Sack, da ist ein riesen Doppelbett als Hubbett, was extrem einfach zu bedienen ist. Und wenn man hier unten sitzt, dann kann man trotzdem, und oben einer schläft, trotzdem noch alles nutzen. Richtig, ich fange vielleicht hinten mal an. Wie gesagt, ich bin 1,93 Meter groß, kann hier wunderbar in der Küche stehen. Hier hinten ist der Sanitärraum und hier haben wir eine separate Duschkabine drin. Und die ist riesig. Die ist handlaminiert aus einem Stück, man hat ordentlich Platz. Auch als großer Mensch kann man aufrecht drin stehen. Man kann sich bewegen, man kann duschen. Die ist handlaminiert aus einem Stück, ist eine GFK-Kapsel, damit sie ewig dicht bleibt. Ja, dicht und sie ist auch reparaturfreudig. Sollte jemals irgendwas passieren, man kann sie reparieren. Man kann es reparieren, sage ich jetzt mal. Ist da jemals was passiert? Ganz selten wird der Gelcoat mal zerkratzt, das kann man aber ganz gleich wieder nachlackieren. Genau, es ist Gelcoat nämlich drauf aus dem Schiffsbau. Das heißt, man kriegt das nicht kaputt, oder? Normal nicht, aber man Schraubenzieher dran kratzt oder wie auch immer. Oder ein Kunde hat mal ein Loch reingebohrt, möchte dazu haben, kann man wieder machen. Ja, oben drüber ist eine große Stange, denn hier kann ich auch Sachen reinhängen, die nass sind. Das ist für nasse Kleidung zum Abhängen. Wenn die stört, kann man die Stange rausmachen. Ansonsten hat man die drin. Okay, toll. Aber das ist wichtig. Hier könnte ich noch was reinhängen, zum Beispiel transportieren, Skisachen. Regenmantel, was auch immer. Alles, was nass ist, kommt rein. Und somit bleibt das Fahrzeug sauber. Das stimmt. Ja, hier ist die Toilette genau an der richtigen Stelle. Die Toilette ist so gemacht, dass auch ein großer Mensch sich hier gut hinsetzen kann, ohne sich die Knie anzuhauen. Wie gesagt, man kann die Tür zumachen und das stört nichts. Also man hat wirklich Platz, auch aufzustehen, sich zu reinigen. Hier ist das Waschbecken. Man kann die Toilette drehen, hat etwas mehr Platz. Tiefes Waschbecken.
Der Spiegel ist so schräg, dass man sich von oben bis unten anschauen kann. Hier haben wir noch Stauraum. Toilettenpapier, Handtuchhalter, Toilettenpapierreserve und Wäschekorb. Hier wird die Schmutzwäsche reingeworfen, von hinten rausgeholt. Stark. Unten drunter, das ist schon Stauraum von außen? Unten drunter ist der Doppelboden. Hier können wir von hinten Mineralwasserkisten oder Euroboxen reinmachen. Okay. So, ich zeige mal gerade, hier gibt es einen Doppelboden. Den kann ich rausheben. Was ist hier drunter? Hier drunter ist der Zugang zum Stauraum und der Frischwassertank. Also, hier ist nochmal Da, wo ich Stauraum. mit dem Fuß reingehe, ist nachher der Stauraum. Und hier ist die Reinigungsöffnung vom Frischwassertank. Und die Druckpumpe ist hier so, dass man drankommt. Da auf der rechten Seite ist die Druckpumpe. Und da ist der... Da passen Euroboxen hier rein. Da kann man von innen zugreifen, ohne jedes Mal außen rumlaufen zu müssen. Toll. Der Kühlschrank ist hier oben angebracht, ohne sich bücken zu müssen. Der geht mit 12 Volt? 12 Volt. Stauraum. Hier unten 3 große Schubladen für Kleidung zum Legen. Sehr tief, alle mit Selbsteinzug. Und hier ein großer Kleiderschrank für Kleidung zum Hängen. Augenblick, mal gerade hier rum. Denn die Kleiderschränke sind ganz wichtig. Hier habe ich einen großen Kleiderschrank mit drin. Und da unten ist so eine kleine Nase drin. Was kann die denn? Diese Nase ist Aufstieg zum Bett. Zeige ich gleich. Okay, super. Zeigen wir gleich mal. Da oben ist noch ein Schrank. Ja, da oben ist auch noch Stauraum. Okay. Hier oben hat man auch Ablagefläche. Das, wenn man nachher im Bett liegt, hat man rechts und links Ablagefläche und auch Kanten zum Festhalten, wenn man runtersteigt. Handy, egal, kann man drauflegen. Handy, Buch, Brille, was auch immer. So, das ist das Raumgefühl, was man jetzt hier drin hat. Und unten habe ich ein Notbett zur Not. In der Serie nicht. Wenn man es haben möchte, kann man auch ein breiteres Sitzbank und Bett. Die Sitzbank ist hier für 2 Personen, auch dass man die Füße ausstrecken. Das werde ich gleich zeigen. Sehr schön. Ja, ich komme mal kurz hier vorne hin, denn ich sag mal, das Raumgefühl ist ja das A und O hier. Wenn man jetzt arbeiten möchte zum Beispiel, man kann anhalten, man hat einen riesen Innenraum. Das ist wirklich absolut bemerkenswert. Also hier ist in der Tat so, man ist gerade. Man stellt sich vor, es regnet jetzt den ganzen Nachmittag, man möchte nicht so gerade sitzen, sondern man möchte mal die Füße ausstrecken. Deswegen haben wir hier unten erstmal Stauraum. Ja. Und dass man sagen kann, okay, dann kann man auch sagen, ich chill jetzt mal hin. Der Fahrersitz kann sich ja drehen, da kann man sich ja drehen, so kann man etwas länger verweilen, sage ich jetzt mal, Ja. ohne dass man gerade sitzen muss. Man kann auch hier auf der Seite sitzen, das heißt, wenn man es rausgefahren hat, Ja. kann man auch sagen, ich setze mich da drüben hin, und dann kommt man so besser an den Tisch. Oder es kommt jetzt mal jemand zu Besuch. Ja, man kann es verlängern, dass man zu 4 sitzen kann, hauptsächlich um die Füße auszustrecken. Hab dann Eis gedacht. Man sitzt zu zweit, streckt die Füße so aus, Flasche Wein, 2 Gläser Wein, da kann man auch im Regenwetter überstehen. So, hier vorne ist das Cockpit, das ist schön integriert. Ihr habt hier einen großen Vorhang, den kann ich zuziehen. Wir haben hier einen zweiteiligen Vorhang, der geht hinter den Sitzen, dass man sie auch wenn man sie zuzieht, auch die Sitze noch gut benutzen kann. Ja, das isoliert auch zeitgleich. Das heißt, vorne die Scheiben sind ja nicht doppelt verglast, nehme ich an. Nein, das ist ein Verdunklungsvorhang. Ja. Wer zum Beispiel sagt, er fährt bei minus 20 Grad, da gibt es noch einen speziellen Thermovorhang. Okay, den tauscht man aus. Den kann man zusätzlich dazu hängen. Hier haben wir Stauraum, von innen und von außen zugänglich. Und Ach so, mit zwei Türen. Ja. Und wenn man die Schiebetür geschlossen hat, kann man den Stauraum verlängern. Zum Kochen und Co. auch benutzen. Als Ablagefläche, für was auch immer. So, Küche ist auch drin, wie ich gesehen habe. Küche ist hier drin. Mit Platz für ein paar Töpfe und Mülleimer. Hier haben wir 6 Schubladen, für was auch immer, für Küchenutensilien. Alle Schubladen mit Selbsteinzug. Alles mit Selbsteinzug. So, da vorne ist die Spüle, Dometic. 2 Flammenkocher, hier Platz für Tassen. Augenblick, das war sehr schnell. Da ist ein Rollverschluss. Platz für Tassen und Gläser zum Abstellen. Jetzt ist die Halle recht dunkel. Hier ist ein großes Fenster, das würde dann viel Licht bringen. Da kann ich es auch zuziehen. Ist das möglich, hier eine Klimaanlage zu montieren? Man kann die Klima einbauen auf dem Dach oder im Doppelboden. Im Doppelboden. Doppelboden. Das heißt, es ist immer, genau, ist immer warm, oder?
Nö, also das ist isoliert Ja. und beheizt. Genau, das meine ich. Das heißt im Prinzip, die Wärme, die kommt von unten dann. Die Heizung ist hier im Kleiderschrank unten, überall sind Ausströmer. Das heißt, es bläst warme Luft von unten raus, und damit sie nach oben steigen kann. So, ich gehe mal kurz hin, denn Das Doppelbett wird ganz einfach runtergestellt, einfach mit einem Arm runter. Doppelbett fertig. Das Bett ist hier 2,10 Meter lang mal 1,62 Meter. so, ich komme mal Das sind kurz. 2 Stufen, um das Bett Ja. rauf und runter zu steigen. Wir tauschen mal die Plätze. Ja, ich mache das mal gerade. 2 Stufen zum Ich Ausfahren. setze mich da unten hin. Ja. Wie gesagt, man kann wunderbar hier noch sitzen. Da sind wir jetzt. Da So ist das steigt man ins Doppelbett. Bett hoch. Riesendoppelbett. Auflagen können draufbleiben. Ja, Bettzeugs, Pyjama, Kopfkissen, bleibt alles drauf. So steigt man rauf und runter. Man steigt hoch und vorwärts wieder runter. Ja, ein riesen Doppelbett ist hier drin. Interessant. Ja, ihr habt viele Grundrisse optimiert für 2 Personen. Ist das richtig? Ja, also das ist hier das maximal Mögliche. Unter 3,5 Tonnen, sage ich jetzt mal. Unter 6 Meter. Kein anderer Kastenwagen auf dem Markt bietet so eine Nasszelle, so ein großes Bett, so ein stabiler Bau. Das ist sozusagen das maximal Mögliche auch unter 6 Meter Fahrzeuglänge. Genau, wenn du mal so lieb bist, mal kurz wieder aufmachst hier oben. Gerne. Das geht sehr leicht. Einfach 20 cm hochdrücken, der Rest geht von alleine. Geht sehr leicht, oder? Ja, das sind 4 Gasstoßdämpfer. Man muss nur ein bisschen nach oben drücken, geht wieder hoch. Genau, man braucht auch nicht viel Kraft. Da oben hat man auch noch Fenster drin gehabt. Ja, tolles Konzept. Habe ich so, muss ich ehrlich sagen, noch nie gesehen. Zumindest noch nie auf Mercedes-Benz Sprinter. Ihr kennt die Fahrzeuge. Ihr seid jetzt ein kleiner Hersteller. Wie ist die Zusammenarbeit mit Mercedes bei euch? Also wir sind klassische sogenannte Aufbauhersteller Daimler-Benz. Wir beziehen die Fahrzeuge direkt ab Werk. Daimler-Benz ist ein sehr guter Lieferant. Wir werden auch immer rechtzeitig informiert. Aktuell im Jahre 2020 durch Corona fehlen uns ein paar Schulungen, muss man sagen. Da sind sehr viele Veranstaltungen ausgefallen. Aber sonst ist Daimler eigentlich ein recht guter, zuverlässiger Lieferant. Ja, man sieht die Fahrzeuge jetzt immer mehr auch bei anderen Herstellern im Wohnmobilbereich. Es setzt sich langsam durch. Es hat eine hohe Wertigkeit, das Fahrzeug, die Wiederverkaufswerte. Du hast mir erzählt, du hast überhaupt keine Gebrauchten im Moment da. Nee, also in der Tat ist es so, der Mercedes Sprinter ist ein Fahrzeug, was für 20, 30 Jahre ausgelegt ist. Die Kunden haben mit den Jahren auch gemerkt, dass man vielleicht, auch wenn der Anschaffungspreis ein bisschen teurer ist, dass es eigentlich sehr günstig ist, ein Fahrzeug 3 Jahre zu fahren, wie 30 Jahre lang 5 Fahrzeuge. Die sind wirklich so ausgelegt, dass sie langlebig und qualitativ sehr hochwertig sind. Ja, und sie stellen was dar, das kann man schon sagen. Also jetzt im Mercedes zu fahren. Das würde ich nicht sagen. Der Hauptgrund ist, die Leute sind immer mehr mobiler. Das heißt, wenn sie heute irgendwo ein Fahrzeug haben, fahren nach Italien, Spanien, verschiffen das Auto, keine Ahnung wohin, fahren durch Sibirien nach China. Daimler ist in jeder größeren Stadt auf dieser Welt. Wir haben schon weltweit verkauft. Ob sie jetzt nach Dubai fahren, nach China, in die USA, Kanada, in jeder größeren Stadt auf diesem Planeten, fragen Sie mich nicht wie, ist Daimler Nutzfahrzeuge vertreten. Ja, es gibt den Sprinter weltweit eigentlich. Der Sprinter wird weltweit verkauft. Egal wo Sie hingehen, Sie sehen den Sprinter überall. Also ich kannte das nur von dem GG-Modell. Jetzt gibt es die 6-Zylinder nicht mehr oder soll es demnächst nicht mehr geben. Habt ihr die neu mal probiert, die 4-Zylinder-Motoren? Der 4-Zylinder-Motor ist ein 2-Liter-Motor. Der wird gerade für den Sprinter modifiziert. Und so Gott will, werden demnächst Schulungen stattfinden. Super, also es ist eine gute Alternative. CO2, Schadstoffausstoß und Co., das ist ja alles ein großes Thema. Aber auch das wird wahrscheinlich Mercedes-Benz gut hinkriegen mit dem 4-Zylinder. Also wir erwarten eine sehr positive Entwicklung, weil der neue Motor und der neue Allrad sollen beide leichter sein. Das heißt, wir kämpfen immer mit der Zuladung im 3,5 Tonnen Segment. Das wird in Zukunft hoffentlich etwas besser. Und wir erwarten, dass eben der neue Allrad und der neue Sprinter zusammen eine Gewichtsersparnis von über 40, 45 Kilogramm ergibt. Der Boden ist aus Linoleum. Linoleumboden ist bei uns serienmäßig. Gut, das heißt, auch den kann man abschleifen, ausbessern, fürs Leben gebaut. Wenn was sein sollte, sollte es sehr lange halten. Sehr schön. Wir gehen mal raus, machen die Abmoderation. Am besten, ja, denn da gibt es noch was zu sehen. Fangen wir vielleicht hier oben an. Hier sind 2 Campingstühle untergebracht und der Campingtisch wird hier links eingefädelt.
Somit sind die aufgeräumt und man hat Platz für andere Sachen. Vorhin innen drin hatten wir gesagt, da ist ein Wäschekorb. Hier unten haben wir 2 Gasflaschen zum Kochen und das ist da oben der Wäschekorb. Das heißt, die schmutzige Wäsche wird innen drin durch die Klappe reingeschmissen und nachher von außen rausgeholt. Und die Heizung ist Diesel? Das Fahrzeug hat serienmäßig die Troma Kombi Dieselheizung. Hier unten ist der Stauraum in 2 Stufen. Hier hinten passen große Euroboxen rein, da hinten die flachen Euroboxen und somit passen hier 6 Euroboxen rein. Krass. Ja. Oder ein großer Koffer oder was auch immer. Das Modell ist wie gesagt unser Spitzenmodell und auch das meistverkaufte. Okay, das heißt, ich komme auch hier dran. Da gab es ja diese eine, oder? Von innen kommen wir hier rein? Die Klappe ist hier vorne. Das heißt, Sie schieben die Eurobox rein, kommt von innen an die Eurobox ran. Okay, verstanden. Ein Doppelboden. Es ist ein Doppelboden. Sie sehen, der ist beheizt. Hier ist ein Heizungsausströmer. Okay, der wird auch warm. Das ist eine 6 kW Heizung, also für das kleine Auto recht stark, sage ich jetzt mal. Die Fahrzeuge werden alle bis minus 25 Grad getestet. So, das Dach ist von euch? Das Dach machen wir selber drauf, So. damit wir das Doppelbett oben haben. GFK, das Dach? Das ist ein Sandwich-Dach, kann ich Querschnitt zeigen. Das ist der Querschnitt vom Dach. Das ist GFK von außen. Dann haben wir 20 mm PE-Schaum, dann nochmal eine feste Schicht. Und das ist innen drin Velour, um die Feuchtigkeit aufzusaugen, die der Mensch nachts verliert. Das ist hier das Dach. Und alle unsere Böden sind Sandwichböden, um Kälte und auch Geräusche von unten aufzuhalten. Das Linoleum wird quasi hier drauf geklebt. Stark. Und oben ist noch der Möbelbau. Den haben wir auch schon mal kurz erwähnt. Vielleicht Das ist noch mal. der berühmte Schrank jetzt von außen. Der ist von beiden Seiten zu öffnen. Da kann man durchfahren. Ja, unten sind noch entsprechende Muster. Das sind die Stoffe. Das sind hier die Dekore. Wir haben 200 Möbeldekore zur Auswahl. Das heißt, der Kunde kann sich hier aussuchen, was er will. Wir haben hier fast unendliche Möbelkollektionen. So kann der Kunde das Design aussuchen, wie er es gerne haben möchte. Ob jetzt Unifarbe oder eben Holzmaserung. Der Kunde hat hier die Qual der Wahl. Ja, da unten, da sind die Böden, das Linoleum. Auch da habt ihr wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Wir haben über 100 Böden. Was auch wichtig ist, auch bei den Fahrzeugfarben, also auch bei den Sprinterfarben, haben wir über 100 Sprinter-Außenfarben zur Auswahl. Achso, das liegt daran, dass wahrscheinlich der Maler XY, der will genau seine Farbe haben. Deswegen haben sie sich darauf spezialisiert. Man kriegt jede Farbe. Der Sprinter ist ja eigentlich ein Nutzfahrzeug. Hier sind sehr viele Firmenfarben. Hier sehe ich zum Beispiel die Firma Schöller von Schöller Eis, die Bundeswehr, die Post, DHL. Das sind alles Firmenfarben. Ja. Und wir können auf alle zugreifen. Wir haben über 100 Sonderfarben zur Auswahl. Stark. Das heißt, der Kunde hat bei uns die Qual der Wahl. Ja, super. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, den Boden, darf ich den auch mal sehen? Unten? Das sind jetzt andere Bodenkollektionen Okay. für andere Fahrzeuge. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, da vorne steht er. Komm mal kurz mit mir bitte. Dann zeige ich ihn noch mal von vorne. Denn er sieht wirklich schön aus. Er liegt relativ hoch. Der kommt so ab Werk in der Höhe. Nein, wir machen das Dach hier selber drauf. Das Fahrzeug hat jetzt eine Höhe inklusive Dachluke von 3,25 Meter. Ja, ich dachte an das Fahrwerk. Das kommt so? Das ist ein Allradfahrzeug, das heißt, die Reifen sind zwar von uns, das sind jetzt MT-Reifen, optimal für Wüste oder Schlammloch. Dadurch haben wir eine Höhe von 3,25 Meter. Vielen Dank. Sehr gerne.